Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, ca. 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Heute wieder in einer Spezial-Interview-Folge. Und wie ihr schon hört, liegt Klaas in der Hängematte. Und ich bin heute mal am Mikro und habe mir direkt einen sehr interessanten Partner für dieses Interview geschnappt. Und zwar sitzt neben mir Philipp von Kaye. Und lieber Philipp, ich freue mich erstmal, dass ich mit dir einen Therapeuten an meiner Seite habe, der schon so lange mit der Osteopathie beschäftigt war, wie ich ungefähr auf der Welt bin. Ich habe gelesen über dich, dass du deine ersten osteopathischen Schritte 1986 gemacht hast, wenn ich richtig informiert bin. Ich bin Jahrgang 85, also kannst du mir eigentlich Gott und die Welt erklären. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Gerne, danke. Lieber Philipp, ich habe mir überlegt, damit wir es ein bisschen interessant gestalten, und das ist so ein bisschen Format in unserem Podcast, werde ich dir ein paar Entscheidungsfragen stellen, die du entweder kurz und knapp beantworten kannst oder auch ein bisschen ausholen kannst. Vielleicht habe ich ein paar Rückfragen dazu und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt, okay? Prima, ich höre zu. Wunderbar. Lieber Philipp, mir ist zu Ohren gekommen, dass du durchaus ein kleines Schleckermaul bist. Welche Schokolade ist denn besser, die belgische oder die aus der Schweiz? Die belgische. Die belgische. Definitiv. Okay. Er ist zarter. Ist es zarter? Okay, cool. Hintergrund dazu ist die Frage natürlich. Du bist in Belgien geboren und aufgewachsen, hast da auch als Osteopath gestartet und bist dann über einige Stationen in der Schweiz gelandet und da in einer Praxis aktiv, und ich höre daraus, dass du viele Länder mitbekommen hast, und was mich jetzt mal interessieren würde, wenn du jetzt mal Belgien, Deutschland und die Schweiz osteopathisch vergleichen würdest, gibt es da berufspolitische oder auch fachliche, inhaltliche Unterschiede, die du interessant findest oder wo du sagen würdest, das unterscheidet die Länder ganz klar voneinander? Ja, es gibt verschiedene Sachen. Dus erstens, lass uns sagen, dass in Belgien Osteopathie schon länger etabliert ist. Länger als in Deutschland und sicher länger als in der Schweiz. Die Schweiz ist dann, lass uns mal sagen, selbst noch ein ganz Stück später gekommen als die Schweiz. Und ist ja natürlich in Belgien nicht so schlecht organisiert. Auf ein bestimmtes Moment ist ein Gesetz gekommen, ein Rahmengesetz, die zugelassen hat, dass wir als Osteopath konnten arbeiten. Legal konnten arbeiten. Bis jetzt ist das Rahmengesetz noch immer ein Rahmengesetz. Also die Politik muss noch immer mal seine Arbeit weitermachen. Aber dann war ich weg aus Belgien und dann bin ich in der Schweiz gelandet, und in der Schweiz war das, wie in vielen Ländern, ein bisschen ein Chaos, was die Osteopathie betrifft. Viele Schulen, mehrere Berufsvereine und so weiter. Und dann hat die Schweizer Staat gesagt, okay, wir wollen etwas machen für die Osteopathie, aber wir wollen auch nur mit einem Partner reden. Und ich weiß noch gut, wir saßen in einem großen Kinosaal mit vorne ein Anwalt, und er hat gesagt, Leute, wir werden jetzt ein neues Berufsverein gründen. Wir werden es jetzt heute geboren werden lassen und wir werden es dann später laufen lernen, hat er gesagt. Okay. Und wir standen eine halbe Stunde später, standen wir auf dem Flur, ein Aperitif zu trinken, und wir hatten noch einen Berufsverein in der Schweiz. Und dann kam die Prüfung. Mhm. Und dann mussten wir allen diesen Prüfungen machen. So eigentlich, Schlussfolgerung, es ist eigentlich in der Schweiz gesetzlich vielleicht das Beste geregelt in ganz Europa. Das Nachteil ist, wir haben ein bisschen Mangel an Osteopathen, und es gibt Osteopathen, die gerne möchten in die Schweiz kommen, aber das ist fast nicht mehr möglich. Es gibt nur noch eine Möglichkeit im Moment, das kann sich wieder ändern, das ist, dass man eine Vollzeitschule gemacht hat. In der Schweiz auch, glaube ich. In der Schweiz gibt es 2 Vollzeitschulen, eine in Fribourg und eine in Zürich.
Oder eine Vollzeitschule abgeschlossen mit einem Master in ein Land, wo Osteopathie 100% anerkannte Medizin ist. Und dann kannst du in die Schweiz kommen. Und das ist jetzt sehr, sehr problematisch. Das heißt, als Deutscher hätte ich schon Schwierigkeiten, meine Geschichte anerkennen zu lassen. Du musst jetzt anfragen bei das Schweizer Rote Kreuz. Ich möchte gerne kommen in die Schweiz arbeiten. Da muss man ein Dossier ausfüllen und dann sagen sie, du wirst zugelassen zu die Prüfung oder nicht zugelassen zu die Prüfung. Aber jetzt die Prüfung ist auch im Moment ein bisschen einen kompletten Chaos, weil sehr lang hat eine Organisation in der Schweiz die Prüfung abgenommen. GDK, die Gesundheitsdirektoren des Kantons. Die haben die Prüfung abgenommen. Aber jetzt ist das komplett in der Hand vom Schweizer Rote Kreuz gekommen. Und jetzt ist das ein bisschen problematisch. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Übergangskurse, das man machen muss, aber die gibt es im Moment nur in Französisch. Okay. Also für jemand, die kommt und kein Französisch redet, ist es problematisch. Das Ganze muss jetzt ein bisschen umgestaltet werden. Und ja, das ist nicht einfach. Das ist ein bisschen Politik und... Bist du dabei beteiligt? Ich war beteiligt an der Anerkennung von der Osteopathie in der Schweiz, war ich in die Kommission. Dann war ich bei die 6 Ärzte, die Prüfung gemacht haben, die Pflichtprüfung. Und weil ich bei die erste 6 war und dann auch bestanden war für die Prüfung, war ich 5 Jahre lang in der Prüfungskommission. Ah, ja. Also ich habe 5 Jahre meine Kollegen geprüft für die Anerkennung. Und wir haben dann eine sogenannte GDK-Anerkennung, Gesundheitsdirektorin des Kantons. Und das ist in der Schweiz, ist das gleichgestellt mit einem Master, obwohl man keinen Master gemacht hat. Weil wir sind noch von der Generation, das gab kein Master in Osteopathie. Okay. Aber ich musste das nicht machen. Ich habe abgeschlossen mit einem BSc in England, aber ich habe kein Master gemacht. Aber ich bin gleichgestellt an einem Master. Okay. In der Schweiz. Du schaust jetzt auf eine lange und vielfältige Karriere osteopathisch zurück und dazu die Entscheidungsfrage, standest oder stehst du denn lieber an der Bank oder lieber an der Tafel und unterrichtest Nachwuchskräfte? Was würdest du sagen? Das hat sich geändert in die 40 Jahre und lass uns sagen, sicher die letzten 10 Jahre habe ich deutlich lieber Unterricht gegeben, als an der Bank zu stehen. Nicht, dass ich gesagt habe, dass ich es nicht gerne mache. Aber ich hatte mal einen Morgen, dass ich gesagt habe, oh nein, diesen Kalender steht wieder voll. Aber einmal, dass ich 5 Minuten am Arbeiten bin, ist es weg. Es ist selbst mehr. Ich habe jetzt aufgehört am Patienten. Bin 65 geworden. Habe ich gesagt, es gibt noch schöne Sachen im Leben, als nur arbeiten. Und jetzt habe ich so ein komisches Gefühl. Und das komische Gefühl, das ich habe, ist, jetzt, dass ich am meisten beherrsche, am meisten weiß, jetzt nutze ich es nicht mehr, um Menschen zu helfen. Sehr interessant. Aber du gibst es weiter und versuchst, die nachfolgende Generation daran teilhaben zu lassen. Ich helfe die jungen Kollegen ein bisschen in der Praxis, gebe ein bisschen Tipps, bespreche mal mit die zusammen Patienten und ich werde natürlich noch x Jahren, wenn meine Gesundheit es zulässt, was im Moment gut geht, werde ich noch langere Zeit unterrichten. Angesprochen auf x Jahre. Du bist unter anderem Mitbegründer und Organisator des sogenannten More Osteopathy Kongresses, der dieses Jahr auch in Koblenz wieder stattfinden wird. Und er feiert Jubiläum dieses Jahr. Ich habe da schon mal ein bisschen über den Plan gefunden und geschaut, den ihr da aufgestellt habt, habe unseren Interviewpartner Tom Esser da schon mal gesehen, den ihr auch als Speaker dieses Jahr habt. Erzähl uns ein bisschen was über den Kongress. Gibt es da einen Fokus auf ein Thema? Habt ihr verschiedene kleinere Impulse, die auch in eine unterschiedliche Richtung gehen? Wie läuft das da ab bei euch? Ja, also auf ein bestimmtes Moment, ich habe erst 15 Jahre in Basisausbildung, Osteopathie-Ausbildung gegeben. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne Sachen frei erzählen können. Das bedeutet, ich verstehe, wenn man Dozent an einer Schule ist, dass man das Schulprogramm folgen muss. Sonst ist es Chaos. Und junge Studenten verstehen noch nicht so gut, dass da auch verschiedene Meinungen sind über etwas. Also dann habe ich gedacht, ich mache postgraduate Kurse und ich habe das die Name More Osteopathie gegeben. Und ich war eigentlich fast immer die einzige Dozent. Okay. Ab und zu kam mal ein Gastdozent, aber ganz wenig, weil ich wollte das klein halten.
Aber mittlerweile sind wir 20 Jahre weiter und dann habe ich gesagt, okay, man muss auch mal feiern im Leben. Richtig. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, 6, 7 September 2024 machen wir einen Kongress in Koblenz. Also Lahnstein ist 5-10 Minuten von Koblenz. Und dann habe ich gedacht, welches Thema? Und dann habe ich das eigentlich ein bisschen genannt, Osteopathie für die Zukunft. Osteopathy for the future. Alright. Und darum habe ich gesagt, ich lasse meine Kollegen, das ich lang kenne, lasse ich eigentlich über das Thema reden, das sie am besten beherrschen. Und erzählen mal über ihre Erfahrung in das Thema. Wir haben zum Beispiel Colette Peters. Colette Peters ist eine belgische Osteopathin, die hoch spezialisiert ist in urogenitale Techniken. Und sie hat selbst die Möglichkeit gehabt, und sie hat es auch gemacht, 3 Stunden für das flämische Parlament zu reden über die Effektivität von Osteopathie bei Endometriose. Und das sind fantastische Chancen für uns Beruf. Sie ist da zum Beispiel und sie wird zum Beispiel deutlich machen, was sind die Möglichkeiten für Osteopathie? Zum Beispiel da. Ich habe zum Beispiel meinen anderen Kollege, das ich sehr respektiere, Hugo de Kock, der wird zum Beispiel sprechen über zirkulatorische Ursachen für Low Back Pain. Und wir haben das Kongress so organisiert, dass die erste Tag sprechen die Referenten über einen bestimmten Topic. Unter anderem Tom Esser kommt auch sprechen über Anti-Aging. Okay. Und der zweite Tag gibt's nur noch 4 Personen, 4 Referenten. Und die werden auch eine kurze Präsentation machen, aber dann eine Live-Demonstration. Weil wir haben gesagt, manchmal macht man Workshops und am Ende der Workshop von 2 Stunden ist vorbei und man hat auch nur Theorie gemacht in der Workshop. Dann haben wir gesagt, warum all diesen Aufwand, warum nicht eine Live-Demonstration, dass wir auf einem großen Schirm werden projektieren. Und und das Symposium werde ich dann am Ende abschließen. Spannend. Und ich werde dann sprechen über etwas, das noch wenig bekannt ist, und das ist das schlafende Gehirn. The Dormant Brain. Alright. Ich freue mich sehr drauf. Es ist viel Arbeit, aber ich mache es zum Spaß. Ich mache es gern. Wenn ich mich dafür interessiere, kriege ich noch eine Karte, und wenn ja, wo könnte ich die bekommen? Wir haben natürlich eine Website, mocongress.com. Kongress mit 2 S'en geschrieben. Aber da folgen noch Mails. Und da kommen auch noch Publikationen in das Zeitschrift DO. Kommt auch noch Publikationen. Also wir sind noch dran. Wir haben im Moment schon 150 Teilnehmer, aber wir machen gerne nach 250 Teilnehmern. Alles klar. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, und ihr findet auch den Kontakt nochmal in unseren Shownotes. Ja. Alright, nächste Entscheidungsfrage, mein Lieber. FC Brügge oder FC Zürich? FC Brügge. FC Brügge. Das ist ein Verein. Hab ich damit richtig geraten? Glücklich hast du nicht gefragt. FC Brügge oder Seddelbrügge? Ja, das stand erst auf meinem Plan. Es ist FC Brügge. Es ist FC Brügge. Es ist FC Brügge. Ja. Und es ist übrigens übermorgen Derby. Ist es so? Ja. Alright, okay. Hintergrund dieser Frage ist natürlich auch, weil du jetzt quasi in diesen beiden Ländern lebst, und du bist auch sehr erfahren und hast viel gemacht in der Sportosteopathie. Bist unter anderem Gründer der European Academy of Sport Osteopathy. Erzähl mir ein bisschen, was macht dieser Verband so? Ja. Warum sollte ich mich dafür interessieren? Ich selber bin jetzt auch viel im Sport unterwegs, und was macht ihr da so? Also eigentlich ist das Ziel von dieser Sportosteopathie-Ausbildung. Wir sind jetzt an unserer 3. Runde. Wir haben einmal das laufen lassen in der Schweiz, mitten Corona, einmal in Polen und jetzt einmal in München. Und wir gehen jetzt nach unserem 3. Wochenende. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir gucken, was können wir bedeuten, was die Osteopathie betrifft, um von Leistungssportler, weil wir reden über Leistungssportler, um sie zu besseren Krieger zu machen. Okay. Es geht um Resilienz. Sehr belgisch, ja. Ja, es geht um Resilienz. Was können wir machen, dass sie anpassungsfähiger sein, dass sie weniger verletzt sein, wenn sie verletzt sein, dass sie schneller heilen und so weiter. Das heißt, wir sprechen über physische Beschwerden, über Dopaminsysteme, über Nahrung,
ein bisschen das ganze Palette durch. Aber, das ist ganz wichtig, eigentlich ist Sportosteopathie ein schlechtes Wort. Viele Leute sagen, Philipp, ich mache das nicht. Sportler, ich habe nicht viel Topsportler, aber es geht nicht nur um Topsportler. Eine bessere Name wäre Athletic Healthcare. Okay. Aber du musst das mal in Deutsch sagen. Es gibt da nicht wirklich ein gutes Wort für. Auch nicht in Niederländisch. Und darum nennen wir es trotzdem Sportosteopathie. Aber in diesen Ausbildung von 6 Wochen sprechen wir auf ein bestimmtes Moment auch, dass zum Beispiel eine 53-jährige Person kommt in der Praxis, sagt, hör mal zu, ich habe 15 Kilo Übergewicht, ich fühle mich schlecht, ich habe 20 Jahre keine Bewegung gemacht, kannst du mich darin begleiten? Das sprechen wir auch an. Okay. Und das ist eine Ausbildung von 6 mal 4 Tage. Informationen bekomme ich über welche Internetseite? EASO, EASO, Academy.com. Alright. Du hast jetzt gerade ja schon verschiedene Facetten einer Intervention, sage ich mal, oder einer Anwendung genannt, die auch ein bisschen über die Osteopathie hinausgehen. Die klassische Osteopathie von Still begründet, quasi hands-on. Lightning Bone Setter ist ja sehr klar definiert und jetzt sind wir schon Jahrzehnte dran, uns weiterzuentwickeln und wir beide sitzen hier heute auch in dem Kontext nebeneinander, weil ich einen Kieferkurs, über den wir gleich auch noch ein bisschen sprechen, bei dir besuche und ich nehme schon so wahr, dass auch du dich vom Kopf her und von deinen Handlungen durchaus weiterentwickelt hast. Was würdest du sagen, was sind so die Basics der Osteopathie, die für dich heute noch Relevanz haben? Und gab es da mal einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist mir jetzt, das reicht mir jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt noch einen anderen Fokus mit reinnehmen? Oder würdest du sagen, dass alles, was du machst, osteopathisch begründbar ist? Nein. Es ist so, ich habe in die 44 Jahre, dass ich Osteopathie gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr und mehr konfrontiert wurde mit Therapieresistenz. Dass Patienten auf meine Therapie zwischen Anführungszeichen nicht gut reagieren oder nicht ansprechen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das? Na, der erste Grund ist sicher, und das ist auch toll, das ist, dass mehr komplexe Patienten zu mir gekommen sind. Warum? Weil du ein bisschen einen Namen bekommst und Leute sagen, hey, da musst du mal hingehen, aber Menschen kommen immer mit komplexeren Problemen. Es werden immer schwieriger und schwieriger zu behandeln. Du bist eigentlich Opfer von deinem Success als Therapeut. Aber ich glaube, dass auch die letzten 50 Jahre sich viel geändert hat. Wir haben mehr Toxität. Unser Nahrungsmuster hat sich massiv geändert. Das Stresslevel ist massiv zugenommen. Und ich glaube nicht, dass das die ursächlichen Faktoren, die wir in der Osteopathie besprochen haben, dass die so geändert sein, aber ich glaube, dass das sehr negative, provokative Faktoren sind, die dafür sorgen können, dass der Patient nicht mehr reagiert auf die Therapie. Und darum versuche ich dann die Patient auch neben und es ist ein schreckliches Wort, ich weiß es, aber neben meiner osteopathische Behandlung nenne ich das dann ein bisschen Osteopathic Coaching. Alright. Aber ich habe nicht gern das Wort Coaching. Aber es es ist so. Wir haben schon gesagt, würden wir das nicht nennen osteopathische Wegbegleiter. Aber es ist ein schwieriges Wort. Ja, aber das ist eigentlich, was ich mache. Ich bin ein Teil osteopathischer Coach oder Wegbegleiter und ich bin ein Teil Behandler. Ja. Und das mache ich so zusammen. Ja, alright. Speaking of, wir beide haben uns heute mit dem Thema Kiefergelenk auseinandergesetzt und du bist schon, ich glaube, jahrzehntelang Dozent für Kiefergelenksthemen im kindlichen und im Erwachsenenkontext und so weiter und so fort. Und da die knappe Entscheidungsfrage, die wahrscheinlich ein Marathon an Antwortmöglichkeiten für dich bietet, ist das Kiefergelenk Opfer oder Täter? Tja, es kann beide sein. Lass uns so sagen. Lass uns so sagen. Wenn die Störung dominant in der Öffnungsphase anwesend ist, dann glaube ich, dass mehr Opfer ist. Und wenn die Dominanz eine Okklusionsstörung ist, dann glaube ich, dass mehr Täter ist.
Aber er kann auch beides sein. Und dann in das Modell, das ich nutze, um das Problem anzuschauen, wir nennen dann das Problem auch kraniomandibuläre Dysfunktion, hat die Opferrolle immer Dominanz und nicht die Täterrolle. Ich werde immer erst gucken, warum das die Depression nicht gut läuft. Und warum ist das? Weil ich glaube an myozentrische Dysfunktion, angesteuert von Muskulatur. Und ich habe gesehen, viele Patienten, wenn ich das wieder kann balancieren, durch die negative Afferenzen aus der Peripherie zu normalisieren und lokal im Kieferbereich die muskuläre Balance wiederherstellen, dass die Okklusion keine Stressor mehr ist. Er ist da noch ein bisschen, aber er kann wieder adaptiert werden. Und darum kann er sowohl Opfer als Täter sein. Jetzt sind wir hier in einem Podcast und die Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt wenig sehen, was wir mit unseren Händen so treiben, aber dennoch kannst du vielleicht mal einen groben Anriss geben. Wie näherst du dich einem Patienten, der jetzt mit einer Kiefergelenksthematik zu dir kommt? Ich höre natürlich immer erstmal an, was sein Problem ist. Ich glaube, dass Anamnese sehr wichtig ist. Ich glaube selbst, dass Anamnese unterschätzt wird. Ich habe das gesehen in unserer Prüfung, dass wir abgenommen haben für die Schule in der Schweiz. Ich weiß noch gut, ich musste dann manchmal in meiner Praxis am Samstag im Juni Prüfung organisieren. Da muss man mal versuchen, Patienten zu finden. Ja. Und dann habe ich einen Patienten gefunden und habe ich gesagt, gegen die jungen Studenten willst du nicht 6-mal bleiben. Ich bezahle dich dafür. Kleiner Betrag. Und dann habe ich 6-mal Anamnese gesehen. Von 6 verschiedenen Kollegen. Ich war in Schock. Ja. Ich habe gesagt, was die eine rausgeholt hat und was der andere nicht rausgeholt hat. Ich war so begeistert, dass ich einen Kurs geschrieben habe über Anamnese abnehmen. Ich habe ihm noch nie gegeben. Ich habe noch nie genutzt. Ja. Aber ich war davon begeistert. Mhm. Und darum glaube ich sehr stark in eine gute Anamnese. So, ich werde erst eine Anamnese machen und dann werde ich versuchen, durch einige Kurzbefunde schnell einen Weg zu suchen. Könnte es vielleicht das sein? Ich nenne das dann eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose. Und dann werde ich tiefer anfangen zu untersuchen. Und dann lege ich los. Ich habe mal gehört, dass die Anamnese circa 90% einer Befunderhebung darstellen kann und manchmal sogar präziser ist als bildgebende Verfahren, weil ein Bild ja durchaus auch mal Störfaktoren haben kann oder nicht die Realität abbilden kann. Aber das, was die Menschen fühlen und verbalisieren und uns zeigen, spielt natürlich eine große Rolle. Das heißt, wir sind jetzt heute auch angefangen ja mit dem traumatisch bedingten Kiefergelenksproblem und da läufst du bei Klaas und mir offene Türen ein. Du hast über das FDM-Konzept und Typaldos gesprochen, dem wir auch sehr frönen und finde ich interessant, dass du das so adaptiert hast und einfach da drin deinen Frieden gefunden hast und ja auch gesagt hast, wir verstehen nicht immer alles genau, was da passiert und warum das uns gelingt, aber meistens oder häufig haben wir damit einen guten Impact. Würdest du denn sagen, dass du FDM jetzt auch bei den Öffnungs- oder Okklusionsbeschwerden einbauen kannst oder arbeitest du da etwas anders? Nee, aber was mich begeistert hat in der Zeit bei FDM, das ist die Körpersprache. Und jetzt weiß ich, Körpersprache lügt nie. Also man hat natürlich Lügner vom Patienten, aber davon ausgehen, dass der Patient möchte besser werden. Körpersprache lügt nie. Und Kinder sind noch ehrlicher, sind noch klarer. Man muss nur zuschauen oder nur die korrekte Frage stellen. Die reagieren darauf. Und ich weiß noch gut, ich war mit meinen jungen Kollegen, waren wir bei Typaldos. Und Typaldos hat das erzählt von diesen Zeichen. Und da sind wir rausgekommen, ja, wir junge Osteopathen, wir wussten alles. Wir haben gesagt, ach, das kann doch wohl nicht sein. Das ist Blödsinn. Aber 2 Wochen später, 3 Wochen später haben wir gesagt, ey, das funktioniert. Das ist phänomenal. Und auch hier beim Kiefergelenk frage ich, kannst du bitte mal zeigen, wo es weh tut? Und auf die Weise, dass der Patient zeigt, habe ich dann die sogenannte Typaldos-Läsionen. Nochmals,
ist das jetzt korrekt, wie er das beschreibt? Die Mann hat das auch lange Jahre zurück beschrieben. Vielleicht mussten wir das ein bisschen anders definieren, was da hinten steckt. Aber gut, what's in a name? Wenn er das möchte ein Triggerband nennen, dann nennt er das ein Triggerband. Wer bin ich, um das zu ändern? Aber man muss ehrlich sein, man kann nicht alles erklären. Aber manchmal funktioniert es fantastisch. Ich sage nicht, dass jede Triggerband muss behandelt werden im Rahmen von einer totalen Problematik. Zum Beispiel, ich sage immer, der ultimative Triggerbandpatient ist der Fibromyalgie-Patient. Aber muss man solche aggressive Techniken auf eine hochsensible Person mit einer Fibromyalgie anwenden? Das ist eine andere Diskussion. Aber strikt gesehen für sein Triggerband wäre das eine logische Therapie. Aber das mache ich natürlich nicht, weil nach meiner Meinung ist eine Fibromyalgie ein anderes Problem und nicht ein Problem von einfach physischer Dysfunktion. Das steckt mehr dahinter. Das ist interessant, du hast jetzt heute in dem Kurs auch durchaus viel wissenschaftliche Erkenntnisse rezitiert und baust die auch immer didaktisch mit in deine Arbeit ein, hast aber gleichzeitig auch gesagt, eigentlich wissen wir gar nichts. Es ist viel modellhaft und wir machen so ein bisschen Try and Error. Ja. Und das, was sich empirisch als richtig erweist, das machen wir einfach weiter. Wie siehst du denn dieses Spannungsfeld zwischen Osteopathie, Wissenschaft und Osteopathie ohne Wissenschaft, einfach Empirie machen? Da gibt es ja 2 Lager oder mehrere Meinungen. Zu welcher Ecke gehörst du? Aber ich bin dann eine kleine. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen... Oder wir in der Osteopathie sind ein bisschen kleine, empirische Wissenschaftler. Aber ein klein. Ja, okay. Ja? Wir sind empirische Wissenschaftler. Ich mache Sachen, wo ich sage, wie funktioniert das? Aber ich stelle mir wenigstens die Frage, was könnte dahinter stecken? Aber wenn ich da keine Antwort bekomme, aber ich habe damit Resultaten, ist das für mich kein Grund, es nicht weiterzumachen. Aber wie gesagt, ich habe meine ersten Schritte in der viszeralen Osteopathie habe ich gelernt von Jean-Pierre Barral. Und in die Zeit war das Verklebungen freimachen. Jetzt bin ich nicht mehr überzeugt, dass man Verklebungen kann freimachen. Aber du musst mich nicht überzeugen, dass viszerale Osteopathie funktioniert. Es funktioniert fantastisch. Aber was ich da manchmal genau mache, naja, das sind offene Fragen. Das hält es vielleicht auch spannend. Aber meine Frau sagt immer, wann hörst du jetzt endlich mal auf, mit all die Bücher zu lesen? Ich lese seit 40 Jahren jeden Tag etwas. Manchmal nur 10 Zeilen. Ja, Zeilen. Ja. 10 Zeilen. Okay. Aber manchmal auch ein halbes Buch in ein Wochenende. Aber immer, ja, ich bin kurios, weil ich dopaminerg bin. Ja, okay. Ja, interessant. Und ist das dann immer Fachliteratur oder greifst du dann auch mal zu ein bisschen Zerstreuung zur Belletristik oder ist Fachliteratur Zerstreuung für dich? Nee, ich verpflichte mich 6 Romane zu lesen pro Jahr. Aha, interessant. Und ich lese die immer in Niederländisch. Weil ich in Niederländisch noch immer bei einem Roman ein besseres Gefühl habe, weil das ist meine Muttersprache. Und es ist noch immer anders. Ich freue mich auch immer, wenn ich in Belgien mal sehe, belgische Fernsehen zu sehen, also flämische Fernsehen zu sehen. So, alles, was ich lese zum Spaß, nicht Berufsliteratur, lese ich immer in Niederländisch. Spannend. Okay. Zurück zum Kiefergelenk, mein Lieber. Ich habe in meiner Karriere natürlich auch schon mich vor deinem Kurs mit dem Kiefergelenk beschäftigt und habe mir im Vorfeld auf diese Folge nochmal so ein paar Fragen gestellt. Was könnte ich denn nochmal für Mehrwert aus diesem Interview rausziehen? Und eine ganz praktikable Frage, die, glaube ich, jeder Therapeut schon mal wahrgenommen hat, wenn wir ans Kiefergelenk gehen. Du hast den Daumen auf der unteren Zahnreihe und sagst dem Patienten, lass doch mal ein bisschen locker, damit ich mal ein Gefühl kriegen kann. Und was passiert? Patient lässt überhaupt nicht locker. Du kommst nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht hoch, nicht runter. Hast du einen praktischen Tipp? Wie kann man die Leute dazu bringen, locker zu lassen? Man soll eigentlich versuchen, das anzugehen, mit so wenig wie möglich Cortex einzuschalten. Bei Kindern machen wir das ganz einfach. Wenn wir
Kieferorthopädie machen bei Kindern, mussten sie durch ein Programm laufen, dann reden wir nie und erklären nie, wie sie etwas machen muss. Wir lassen einfach machen. Ohne Cortex. Natürlich, Erwachsene nutzen gerne ihren Cortex. So, wenn ich wirklich dann nicht durchkomme, dann greife ich immer zurück auf Schaukeln. Ich glaube sehr an harmonische Techniken. Harmonische Techniken, relativ bekannt in der Osteopathie durch Eyal Lederman. Und das ist unglaublich, was Schaukeltechniken machen können. Es stimuliert die Heilung. Es hemmt sowohl auf Spinalniveau als auf Zerebralniveau. Und es sorgt immer dafür, dass deine frühkindlichen Reflexen besser integriert sind. Und dadurch wirst du ein Stück ruhiger und kannst du etwas besser loslassen. Ich werde morgen noch im Kurs, werde ich noch zeigen, ist nicht so einfach. Wir nehmen da wirklich der Kiefer fest und wir nutzen den Schädel zum Pendeln. Und wir pendeln mit der Schädel gegenüber dem Kiefer in das Gelenk. Ganz kleine Bewegung. Und wir ändern permanent das Amplitudo, ein klein bisschen die Richtung, das geht nicht so gut, weil es ist ein kleines Gelenk. Und wir machen das für eine bestimmte Länge. Und jetzt kommt das Problem. Die Länge ist 1000 Wiederholungen. Das ist ungefähr, was du brauchst, um das Nervensystem in dem Moment zu ändern. Aber ich nutze das zum Beispiel auch, wenn ein Patient mit einer akuten Lumbago kommt. Eine hyperakute Lumbago. Die Patient legt sich in Seitenlage und dann schaukel ich ihm erst 10 Minuten. Ganz vorsichtig schaukeln. Es muss ein Schaukel sein, muss ein Pendel sein. Und dann nach 10 Minuten setze ich vielleicht einen Reiz oder 2 Reize und dann draus. Und dann lasse ich ihn zurückkommen. Manchmal am gleichen Tag. Um noch einen zweiten Reiz zu setzen. Und darum glaube ich sehr, wenn Patienten nicht gut zugänglich sein für Therapie, wir sagen Schaukeln, aber wir müssen eigentlich sagen harmonische Technik. Ja. Ein anderes vordergründiges erstmal Dilemma ist ja, dass wir als Osteopathen für uns einnehmen, die Ursachen zu suchen und nicht die Symptome zu lindern oder zu bekämpfen. Jetzt ist es beim Bruxismus, also beim Zähneknirschen, was gerade häufig nachts beim Schlafen, während des Träumens und dergleichen passiert, wahrscheinlich so, dass der Impuls aus dem Kortex oder aus der Psyche her ein bisschen getriggert wird. Jetzt habe ich aber mit meinen händischen Techniken nur die Möglichkeit, manuell dagegen zu steuern. Ist es dann nicht so, dass wir eigentlich in der Osteopathie in diesem Zusammenhang nur Symptombekämpfer sind? Oder hast du auch noch eine Idee, wie wir dem Bruxismus auf der psychologischen Ebene entgegentreten können? Ja, alle psychoemotionale Komponenten oder alle psychovegetative Komponenten, wenn mein Patient damit kämpft, bekommen in meiner Praxis bei chronischen Patienten, nicht bei akuten Patienten, aber bei chronischen Patienten, bekommt das immer Priorität in meiner Behandlung. Jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir darin als Osteopath? Ich meine, ich möchte nie Psycholog werden. Aber zum Beispiel, wir haben in unserem Netzwerk in der Schweiz, wir haben so ein Netzwerk mit 5 Praxen, haben wir einen Forscher von der ETH Zürich und er forscht nach Hypnose. Und die Mann hat für uns einen kleinen Text gemacht und ich sitze dann am Anfang von meiner Behandlung, sitze ich am Kopf von der Patient, halte seinen Kopf fest, zeige die Intention an meine Patient nonverbal, dass ich etwas gut möchte machen und dann lese ich ihm diese kurze Text langsam vor. Und ich bringe die Patient wie in eine leicht hypnotische Zustand. Und dann ist er plötzlich viel zugänglicher. Dann habe ich plötzlich Einfluss auf seine vegetative Schwächen. Und manchmal release er von alleine kleinere Traumata. Aber ich kenne natürlich meine Grenzen. Wenn ich weiß, dass das schwere Traumas dahin stecken, wie eine Vergewaltigung, glaube ich, dass das dann nicht meinen Job ist, das anzugehen. Aber ich glaube, du kannst fast nichts tun, wenn du das nicht in Anspruch nimmst. Es ist so dominant. Wenn uns Gehirn nicht möchte, dann geht's nicht. Und das Gehirn, muss manchmal ein bisschen, gepflegt werden. Mit Gehirn meine ich dann die Emotion. Und dann kann man Änderungen sehen bei Patienten, massive Änderungen.
Speaking of Gehirn, du hast heute auch einen interessanten Impuls gegeben bezüglich eines chronischen Entzündungszustands des Gehirns und auch in Verbindung mit Ernährung und mit Ernährungsgewohnheiten. Magst du das nochmal kurz umreißen, weil ich fand das auch einen interessanten Punkt. Also, das ist eigentlich ein bisschen mein Topic im Symposium. Da werde ich reden über the dormant brain, das schlafende Gehirn. Jetzt ganz kurz, wie das eigentlich abläuft. Das große Problem ist, dass unser Gehirn oft chronisch entzündet ist. Große Triggers für die große Entzündung ist high-glykämische Nahrung, Fructose, sehr böse, immer Entzündung auslösend, und ein zu viel an Omega-6-Fettsäure, weil das auch proinflammatorisch ist. Auch ein bisschen zusammen mit einem Mangel an Omega-3-Fettsäure. Diese Triptyk führt dazu, dass im Gehirn sehr ausgeprägte oxidative Stress entsteht und das löst eine Entzündung aus. Kein Problem, weil uns Gehirn ist gewappnet, um das unter Kontrolle zu halten, sonst überleben wir das nicht. Was nutzt das Gehirn dafür? Ein fantastisches Stoffchen. BDNF. Brain-Derived Neurotrophic Factor. BDNF, entdeckt geworden von einer italienischen Forscherin, ist eigentlich ein Wachstumsfaktor und sorgt für Neuroplastizität und Neurogenese. So, man muss BDNF lieben. BDNF wird übrigens angeschaltet durch ein Gen, das NRF2-Gen, die dann das Protein produziert und so wird BDNF massiv freigesetzt. Aber jetzt kommt das Problem. Wenn die BDNF-Spiegel ansteigt, dann wird man fast zu neuroplastisch. Das ist auch nicht gut. Wir würden schneller etwas vergessen, als wir es lernen können. Das muss alles balanciert sein. Und das Gehirn hat eine Sorte protektive Feedback-System. Und was ist das? Wenn die BDNF-Spiegel zu lang, zu hoch ist, dann schaltet das den Nucleus basalis von Meynert ab. Und diese Nucleus basalis von Meynert produziert Acetylcholin. Und dann fällt das nach unten und fällt das Gehirn eigentlich still, relativ still. Und das nennen wir the dormant brain. Und dafür sind diese 3 Sachen und noch andere Sachen, spielen da rein eine sehr wichtige Rolle. Ja, es gibt natürlich auch noch Toxität und so weiter, aber diese 3 Sachen sind sehr wichtig. Du wirst dann Symposium wahrscheinlich auch ein bisschen erzählen, wie man denen am besten begegnet, ha? Ich will haben, dass die Menschen, wenn sie nach draußen gehen, dass sie wissen, morgen weiß ich, was ich tun muss. Morgen kann ich versuchen, das zu ändern. Interessant. Nächstes Riesenthema in Bezug auf stomatognates System ist die Versorgung mit Orthesen, mit Schienen, mit Invisible Lights, mit Retainern. Ich hatte mal eine Patientin, eine junge Dame, die unter Asthma litt seit einigen Jahren und als sie dann so einen leichten Metallgeschmack im Mund spürte, hat sie sich den Retainer mal rausnehmen lassen und siehe da war die Legierung irgendwie so porös, dass quasi irgendwelche Fremdstoffe, Noxen in den Körper gegangen sind und als dieser Retainer raus war, siehe da, Asthma war weg. Was hältst du von all diesen ganzen Führungsschienen und all diesen ganzen Helfern? Bringt es einen Mehrwert oder sollte man dem sehr skeptisch gegenüberstehen? Also erstmal Retainer. Kinder haben Kieferorthopädie bekommen und die Tendenz war in der Zeit, dann bekommst du einen Retainer bis 30. Lebensjahr und dann nehmen wir das weg. Die neue Tendenz in der Kieferorthopädie ist Retention for Life. Man holt ihn nicht mehr weg. Jetzt ist die Frage, warum brauchst du einen Retainer? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Du brauchst einen Retainer, weil der ursachliche Faktor von der Fehlbiss noch immer nicht behandelt ist. Wenn man die Retainer wegnimmt, dann verschieben die Zähne in die kurze Zeit wieder zurück. Warum? Weil der negative Trigger noch immer anwesend ist. Zum Beispiel ein Zungenfehler oder eine inkompetente Lippenschluss oder ein Mundatmungsmuster. So, Retainer ist einfach. Es ist entweder die Ursachenbehandlung und Kieferorthopädie machen und dann aufhören und dann keinen Retainer, oder es ist Kieferorthopädie machen, Zähne auf seinen Platz ziehen und Retainer tragen. Dazwischen gibt's nicht viel. Das ist schade, aber das ist die Realität.
Wenn wir dann sprechen über Schienen, über Zahnschienen im Rahmen kraniomandibulärer Dysfunktion, man kann da natürlich jetzt sehr viel über erzählen, aber ich glaube, jetzt nach all die Jahren, dass ich mich damit beschäftige, ich glaube nicht, dass man zu schnell im Mund darf nehmen, dass es eine schlechte Schiene ist. Ich glaube, dass man damit vorsichtig muss sein. Ich glaube, dass es mehr so ist, dass es keine Indikation gibt, um eine Schiene zu tragen. Und dass die Schiene dann einfach Stressor ist. Die Compliance ist dann oft relativ gering. Ja, die Leute sagen, nee, ich habe zwar eine Schiene, aber ich nehme die jetzt einfach. Natürlich nicht. Ich beiße ihm kaputt. Ich knirsche noch mehr drauf. Ja. So, es gibt auch sehr viel verschiedene Schienen. Ja. Meine Nachbarin neben unserer Praxis in der Schweiz ist eine Zahnärztin. Ich habe die Frau wenigstens können überzeugen, Schienen zu machen mit einer Silikonschicht drauf. Okay. Weil eine Silikonschicht federt ein bisschen und löst reziproke Inhibition von die Kaumuskeln auf. Und dann sind die Kaumuskeln schon viel mehr entspannt. Ja, natürlich gibt sie jetzt an jede so eine Schiene, auch wenn dafür keine Indikation ist, weil sie das natürlich nicht anschaut, wie ich das anschaue. Aber ich glaube, wenn eine gute Indikation ist für eine Schiene, das heißt, dass die Okklusionsstörung primär ist, als Ursache, so als Täter, dann kann eine Schiene sehr gut funktionieren. Aber wenn das nicht der Fall ist, das ist wie jemand Einlagen geben, wenn es nicht nötig ist. Es ist genau das Gleiche. Dann bringt das auch nichts. Aber es gibt Menschen, die einen so destruktiven Fuß haben, dass nur eine Einlage noch eine Lösung sein kann. Und dann ist da nichts gegen. Es ist einfach so. Aber ja, viele Menschen kriegen Einlagen und machen der Fuß einfach noch fauler. Und das ist dann die umgekehrte Welt. Im Kraftsport war es ja lange ein offenes Geheimnis, dass wenn du dir beim Krafttraining etwas zwischen die Zähne packst und dadurch oder da dann drauf beißt, dass du 5-10% mehr Maximalkraft anwenden kannst. Wie siehst du das aus trainingssteuerungstechnischen Gründen? Ist der Mensch und der Körper dann eigentlich überlastet dadurch oder holt er einfach nur sein Potenzial, schöpft er sein Potenzial total aus und sollten jetzt alle mit Mundschienen zum Sport gehen? Also, ich bin nicht zu Hause in der Kraftsport, aber ich beschäftige mich schon 20 Jahre mit Leistungsskifahrer, Profi-Skifahrer. Und die tragen natürlich eine Schutzschiene. Und wir nutzen das gleicherzeit, um die Okklusion so viel wie möglich auszugleichen. Weil, wenn die nach unten fahren, an 120 Stundenkilometer, dann beißen die sich fest. Und wenn das eine negative Efferenz auslöst, die Okklusion, dass sie in dem Moment machen, dann wird das vielleicht, ich sag mal etwas, 1-2% Fähigkeit Verlust auslöst. Vielleicht 1/2%. Aber an die Weltspitze ist jede halbe Prozent wichtig. Absolut. Und dann machen wir das. Und die machen das dann meistens auch im Training. Wir machen das auch für alle Eishockeyspiele. Habt ihr da Erfahrungswerte oder macht ihr dann Try and Error? Du probierst es mal mit dieser Bissstärke und du mit jener. Wie geht man da vor? Also wir gucken erst, ob da eine Okklusionsstress ist. Wir machen das mit einer Armlänge-Reflextest. Und dann schieben wir an der Seite, erst gucken wir mal, so wie wir das normalisieren können. Wir lassen die Patient auf 2 Wasserbeutelchen beißen, die verbunden sind mit einem kleinen Schlauch, dass wir sagen, an der Seite, wo er mehr Druck macht, pumpt er an der anderen Seite auf und so stellen wir ihm ein Gleichgewicht. Und dann gucken wir in der Lotlinie, so ihm das korrigiert. Ideal wäre, dass du ihm mit Hochgeschwindigkeitskameras anschaut, die Patient, während dass er zum Beispiel auf einer Laufband geht oder läuft. Aber ich habe die finanzielle Möglichkeit nicht in meiner Praxis, um ein SAP Hochgeschwindigkeitstestzentrum zu bauen. Leider. Und ich habe auch noch keine Sponsor gefunden. Ja, hören jetzt vielleicht ein paar zu. Vielleicht, man weiß nie. Auf jeden Fall. Vielleicht ruft der Mann von SAP an und sagt, ich baue das für dich auch. Ich glaube, der hört uns auch, ja. Genau. Aber was die Alternative ist, wenn ich sehe, dass ich meine Patienten damit kann balancieren, dann schiebe ich kleine Stücke Karton zwischen seine Zähne. Kleine Testers oder Stücke Plastik. Manchmal habe ich Karton genutzt, manchmal Plastik. Und dann habe ich ein Gleichgewicht und dann gucke ich, wie viel ist das? Das ist zum Beispiel 1/2 Millimeter. Und dann sage ich an Zahnarzt, ich möchte gerne eine Schiene haben,
die an die linke Seite 1/2 Millimeter korrigiert. Und dann muss er wieder zu mir kommen. Manchmal schleifen wir noch ein bisschen bei, bis er perfekt im Gleichgewicht ist. Ja. So gehen wir das an. Wäre es dann nicht auch sinnvoll, diese Tests an mehreren Tagen zu wiederholen? Weil es kann ja wahrscheinlich auch eine tagesabhängige Unterschied geben, oder? Ja. Der Patient kommt in der Praxis. Entweder mache ich mit ihm erst eine myofunktionelle Release, um ihn auszubalancieren, und dann teste ich ihn aus. Oder ich schließe ihn an auf ein Tanzgerät und er muss eine halbe Stunde warten, bis seine Muskulatur mehr oder weniger ausgeglichen ist. Und ich teste ihn dann meistens einmal im Rückenlage, Halbsitz und Sitzen. Und dann mache ich einen Durchschnitt. Ja, weil, ich meine, er tragt das dann, ja, er wird mal liegen und einmal halb sitzen und, weißt du, er ist nicht immer in die gleiche Situation. Das geht nicht. Aber funktioniert gut. Sehr interessant. Philipp, wir haben auch durchaus Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht vom Fach sind, und was viele aber schon mal aufgeschnappt haben, ist, dass das Kiefergelenk pauschal mit Hüften und Hüftproblematiken zusammenhängen kann. Ist jetzt etwas weg vom Leistungssport hin zum Otto-Normalverbraucher. Kannst du da nochmal irgendwie deine Ideen preisgeben? Ist dem tatsächlich so, und macht es dann Sinn, die Hüfte zu behandeln bei Hüftschmerzen, wenn ich auch Kieferprobleme habe, oder sollte ich die Hüfte überhaupt liegen lassen und nur den Kiefer behandeln? Wie siehst du das? Also, man hat aufsteigende negative Afferenzen, die das stomatognate System sehr negativ können beeinflussen. Und das sind, statistisch gesehen, weil es gibt natürlich außerhalb der Osteopathie noch sehr intelligente Menschen, die sehr interessante Sachen machen, gibt's Menschen, die schon Jahren schauen nach, wie wir uns gegenüber die Schwerkraft organisieren. Und die haben gesehen, dass die Niveaus im Körper, die am meisten negativ die Kiefergelenke oder das Bereich von die Kiefergelenke beeinflussen, sind diese Bereiche, die sehr reich sein an Propriozeptoren und manchmal auch an Exterozeptoren. Und wenn wir das dann anschauen, dann sind das, lass uns mal sagen, von Fuß bis Nabel, das ist so der erste, das untere Bereich nennen wir das, dann ist das eigentlich, in 90% der Fälle sind die Füße hochdominant. Die Füße beeinflussen natürlich die Hüften, aber ich würde immer erst nach die Füße schauen und dann mal gucken, was die Hüfte macht. Und die andere 10%, also ich muss sagen 9%, weil man muss noch 1% über haben für andere Sachen, dann gucke ich nach das Becken. Die Frage ist natürlich, wo fängt das Becken an? Sind das die ISGs? Ist das L5S1? Sind das die Hüften? Aber ich muss sagen, wenn ich das, und ich schaue das sehr viel an bei Sportlern, Posturologie, weil das dort auch sehr wichtig ist, dann muss ich sagen, dass die Hüften schneller primär sein gegenüber die Hüften als umgekehrt. Was ich viel sehe, was die Hüften betrifft, das ist, dass die Hüfte tendiert nach einer Außenrotationsstelle. Die Frage ist allein, ist das Gelenk? Oder nach meiner Meinung sind das sehr oft eine Hypertonie von die Außenrotatoren von die Hüfte, weil an der Seite von der Dysfunktion in das Bein eine höhere sympathischen Aktivität gibt. Und die Außenrotatoren von die Hüfte sind eine viel dominantere Muskelgruppe als die Innenrotatoren. Und ich habe schon viel gemerkt, dass der Fuß bringe ich in Ordnung und dann sehe ich, die Hüfte macht wieder seine Innenrotation. Und darum sehe ich das ein bisschen so. So, ich sage nicht, dass da keine Relation ist, aber ich würde es nicht Hüften nennen, aber Becken nennen. Und nicht Hüften. Okay. Mein Lieber, also in alle Himmelsrichtungen kann man dich anpieksen, du hast immer was zu sagen. Ich glaube, das schreit nach dem Teil 2. Für heute finden wir so langsam mal einen Abschluss und wir haben in unserem Knochenjob-Podcast eine sogenannte Musikantenknochen-Playlist, wo wir, Klaas und ich und auch unsere Interviewgäste durchaus mal sich musikalisch ein bisschen verewigen können. Und hast du 2 Lieder, die du uns teilen möchtest, die Zuhörerinnen und Zuhörer und wir jetzt demnächst mal genießen und an dich denken werden? Gerne. Also, in der ersten, das ich gerne möchte etwas über sagen, ist The Sultans of Swing von Dire Straits. Das ist auf den Markt gekommen in 1978. Ich war dann in meinem ersten Jahr Physiotherapie und ich war begeistert davon. Und ich habe das immer gerne gehört, bis ich mal ein Interview höre im Radio
mit Mark Knopfler. Und ich war da noch mehr begeistert, wie er zu diesem Song gekommen ist. Der saß auf ein bestimmtes Moment in einem Café, einen Abend ein Bierchen zu trinken, wo er da wohnt, irgendwo in England. Und dann spielt da eine Gruppe, Jazz Dixie. Und die waren nicht schlecht, hat er gesagt, aber auch nicht fantastisch, aber sympathisch. Und dann das Konzert ist zu Ende und dann stehen die auf und dann sagen sie, "We are the Sultans of Swing." Und dann ist er nach Hause gegangen und hat den Song The Sultans of Swing geschrieben. Mega. Welthit. Fantastisch. Und der zweite Song ist One von U2. Alright. Mhm. Ja. Was verbinde ich damit? Ich bin ein großen U2-Fan, das ist eine Sache. Das kommt aus das Album Achtung Baby aus 1992. Ich musste mal schnell schauen, wann es war. Und ich habe noch eine schöne Geschichte auch dazu. Und das ist, meine Tochter hat 3 Anläufe genommen, um zu heiraten. 2-mal durch Corona verschoben. Okay. Aber ist dann am Ende November 2022 verheiratet. Und ich musste mich einen neuen Anzug kaufen. So, dann bin ich nach einem Laden gegangen, einem Maßanzug, und ich konnte wählen, etwas da innen da einzunähen lassen. Ein Spruch. Mhm. Und der Spruch, das ich da reinnähen lassen habe, ist One love, we get to share it. Und das kommt auf den Song von U2. Mann. Aus dem One. Wow, alright. Philipp. Und darum habe ich das gewählt. Okay, cool. Und das ist der Grund. Packen wir drauf. Herzlichen Dank für dieses informative und kurzweilige Gespräch. Ich denke, wir werden uns nochmal wiedersehen und wiederhören. Gerne. Ich wünsche dir für alle deine Projekte viel Erfolg. Solltest du noch irgendwas promoten wollen oder vielleicht hast du noch, wenn du so belesen bist, irgendwie den einen oder anderen Buchtipp oder sowas, jetzt ist deine Plattform. Also, was Buchtipp betrifft, ich habe keine Ahnung, so man sie überhaupt noch kaufen kann, aber ich habe mal mit 5 Kollegen, haben wir mal zusammen ein Buch geschrieben. Integrative Osteopathie bei Rückenschmerz. Es ist ein bisschen ein Buch, wo die ganze Palette durchgegangen wird. Und wir haben gesagt, wir wollen mal ein Buch schreiben auf eine andere Weise, als viel ein Buch schreiben. Und du wirst sehen, wenn das Buch anfängt, kommt erst ein bisschen Theorie und dann werden 4 Personen besprochen. Nicht bei Name, aber wir haben jemand in Gedanken. Okay. Und das sind 4 verschiedene Typen. Und nach jedem Kapitel kommt die Typologie wieder zurück und dann sagen wir, die Person, könnte er das haben? Und dann sagen wir, nein, er hat keine mechanischen Probleme. Und dann kommt das Artikel über das Mesenchym oder das Kapitel über Mesenchym und dann sagen wir, guck mal, die Person hat mesenchymale Zeichen. Der ist gestaut, der hat das und das. So, wir versuchen an der Hand von die 4 Beispiele das Theoretische, die im Buch steht, in der Praxis umzusetzen. Das haben wir mal versucht. Das war bei Elsevier, ist das Buch auf den Markt gekommen. Aber ich glaube, man kann es noch immer kaufen. Das waren meine Schritte in das Schreiben von einem Buch. Ich muss sagen, das Tollste an das Buch war eigentlich nicht das Schreiben, also das Schreiben selber, aber die Diskussion mit meinen 5 Kollegen. Weil, wenn du es auf Papier setzt, steht es auf Papier. Mhm. Und wir haben so viele Sachen diskutiert. Mhm. Ja, aber ist das wirklich so? Wir sind kritisch gewesen füreinander. Und das war das Tollste. Ja, schön. Und sonst, ja, ich hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal hören. Yeah. Finde ich ganz angenehm, finde ich toll, die neue Tendenz im Podcast, trotzdem, dass das nicht meine Generation ist. Ich habe heute noch gesagt im Unterricht, Leute, ich musste neulich mal sagen an einen 17-Jährigen, was eine Kassette war. Er hatte keine Ahnung. Jetzt muss man das fast auch schon sagen von einem CD. Aber es war toll, das Gespräch hier. Schön. Ganz toll. Vielen Dank, mein Lieber. Wir sehen uns. Bis bald. Macht's Danke. gut. Schönen Abend. Der Knochenjob Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniskus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniskus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können.
Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Softwarelösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniskus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniskus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 € pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniskus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniskus. Lemniskus mit C.